Moin Leif Lü und willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei mir, Radbot und Skill Legends Royale. Es ist nicht Sovel tatsächlich. Ich habe es ja schon angekündigt, auch mal was anderes auszuprobieren. Und hier sind wir. Bei Skill Legends Royale handelt es sich um einen Auto-Battler. Ich starte ja auch schon mal das Matchmaking. Das ist online. Wir haben hier so einen putzigen Helden. Das sind verschiedene, die hier vorgeschlagen werden. Und ich glaube, der letzte, den man gespielt hat. Ich weiß es nicht genau. Wir haben jedenfalls verschiedene Helden mit jeweils einer passiven Fähigkeit und einer ultimativen Fähigkeit. Dazu suchen wir uns Skills raus aus 8 verschiedenen Skilltrees, die für jeden Spieler gleich sind. Wir kämpfen gegen, ich glaube, 7 andere. Genau, und am Ende gewinnt der den meisten Schaden macht und am meisten überlebt. Es gibt hier so eine Season. Wir sind hier bei... Tja, da startet das Spiel. Ich glaube, wir sind bei Platin. Es gibt noch 3 über uns, bis dann, oder 2 über uns und dann kommt der Overlord oder so ähnlich. Der höchste Rang. Hier ist die Heldenauswahl. Wenn man sich den Pass kauft, dann kriegt man hier noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Hier sind die Sachen, die drin sind. Base Attack, Heal Freeze, Crit, Ultimate. Nicht dabei sind Dodge, HP, Poison und Shield. Das sind die Helden, die wir ausprobieren können. Frostmage ist ein neuer Held. Den zeigen wir mal wann anders, da ich den gerade erst gespielt hatte. Wir nehmen mal den Ogre, den habe ich noch nie gespielt. Das ist so, die Charaktere sind so ein bisschen angelehnt, falls das jemand gespielt hat, an Dota. Oder Warcraft im Allgemeinen. Wir kriegen auf der ersten, 5. und 10. Stufe einen Treasure. Die sind alle kacke. Wir nehmen das Mysticism Tome. Das gibt uns einmalig 10 XP auf einen unserer Guilds. Bei 8 XP leveln wir das einmal auf. Unsere passive Fähigkeit, das heißt ihr Talent, ist Chaincast. Unsere Ultimate hat eine Chance von 30 plus unseren Crit-Wert mal 0,8. Sich nochmal zu casten, bis zu 4-mal kann das passieren. Und unsere Ulti ist Fireball, macht 200 Magieschaden und stunt den Gegner. Hier sind Skills, die wir jetzt uns kaufen können für 100 Gold. Wir warten aber, weil es Interest Rates gibt. Kriegen also 10 Gold extra für jedes 100 Gold. Bis zu einem Maximum von 50 Gold. Also 500 Gold wollen wir überbehalten immer, um diese 50 extra Gold zu bekommen. Außerdem kriegen wir 50 Gold, wenn wir gewinnen. Ja, und durch verschiedene Treasures etc. gibt es auch Gold. Und es gibt generell noch, ich glaube, 100 bis 200 Gold nach jeder Runde oder 200 bis 300. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Wir haben gewonnen. Wir tanzen hier lustig. Haha. Mit Knüppel und Fleisch. 300 bis 400 Gold gibt es jede Runde. Genau. Wir wollen mit unserem Tome auf Ultimate gehen. Wir wollen nämlich auf Ultimate und auf Crit. Wie gesagt, wir sparen immer die 500. Wir müssten jetzt 100 Gold ausgeben, dann wären wir bei 480. Das würde uns nächste Runde 10 Gold kosten. Die wollen wir behalten. Wenn man einen Skill auflevelt, seht ihr hier oben, gibt es Effekte. In dem Fall wird unser Ultimate-Effekt erhöht. Wir können das bis zu 4-mal aufleveln. Bei dem 4. Stern gibt es die, ja, was ist das? Die Unique sind die alle. Ich sag mal, Mythic ist es, glaube ich, den Mythic-Skill. Das ist jetzt bei Ultimate zum Beispiel, dass man bei Kampfbeginn einmal seine Ulti castet. Da hat jeder so sein eigenes. Dazu gibt es 3 Rare-Skills und 8 oder 9 Basic-Skills pro Skilltree. Wir nehmen hier den Crit. Auto-Attacks sind natürlich auch immer gut, aber wir lassen das jetzt mal, glaube ich, außen vor, wobei 6 Schaden mehr ist schon auch gut. Den Rest lassen wir jetzt erstmal raus. Den Rest lassen wir raus. Crit nehmen wir. Crit-Wert wird um 3 erhöht. Ist für uns sehr gut, da ja die Chance, unseren Multicast zu brocken, davon abhängig ist, wie hoch unser Crit-Wert ist.
Hier haben wir einen Reiter, einen Wolfsreiter, der hat gerade gedodged. Man das hier, plus 12, er heilt sich also auch. Wir heilen uns auch. Genau, das haben wir gerade genommen, alle 0,8 Sekunden um 10 HP. Hier hat man so eine Auflistung. Wir haben insgesamt 1400 Schaden gemacht mit 21 Auto-Attacks und 3 Feuerbällen. Das wollen wir eigentlich alles so erstmal nicht. Crit wollen wir. Ah, da war auch Ulti. Ulti wollen wir natürlich über Crit. Kriegen aber gerade nur Crit. Okay, wir haben schon 3 Crit-Boosts, 29 Crit. Und wenn wir das auf Level 1 haben, gibt es nochmal 3 Crit extra und einen höheren Damage-Multiplier bei Crits. Ab einem Stern kann man die Rare-Skills finden, das ist auch noch ganz wichtig. Gerade bei dem Crit-Ding ist es wichtig, weil ein Rare-Skill ist, dass man, deswegen gehen wir auch also sekundär drauf, sage ich mal, primär natürlich wegen unserer Ulti. Ein Skill ist Magic Damage, kann critten. Dann macht unsere Ulti natürlich ordentlich Schaden. Mal gucken, der Gegner hat hier eine Pocket Watch. Damit gibt es einen. So, er hat einen Skill-Tree gebannt. Kriegt dafür 1000 Gold. Und. Okay. Und der Skill-Tree kann nicht mehr auftauchen, logischerweise. Goblin Part ist mein Lieblings-Treasure. Das macht den Random-Skill günstiger. Das heißt, wir kriegen immer random irgendwelche Sachen. Bei dem Charakter wollen wir aber gar nicht unbedingt random irgendwas kriegen. Ja, wir nehmen das Grimoire Journal. Damit können wir uns einen Skill aussuchen, bei dem wir dann alle 3 Runden einen Punkt kriegen, einen Skill kriegen. Und wir nehmen dafür Base Attack. Das ist immer gut zu haben. Und Crit und Ulti suchen wir uns ja gerade zusammen. Hier ist zum Beispiel ein Rare Skill von der Ulti-Kategorie. Aftercasting or Ultimate Recover 1 Energy für FB 0,2 Seconds. Ist gar nicht so einfach, das Spiel zu spielen und dabei zu labern. Ihr seht schon, es geht relativ schnell von Runde zu Runde. War gerade gesehen, dass wir noch denselben Rare Skill nochmal haben. Rare Skills haben zusätzlich den Effekt, dass sie 2 EP geben statt nur einem. Ihr seht, wir verlieren das erste Mal. Ihr seht, unsere Attacks waren sehr langsam. Das liegt an dem Freeze. Der Gegner baut viel auf Freeze und je höher unser Freeze, desto langsamer gehen unsere Attacks. So, jetzt kommt noch eine Sache. Sobald man Stufe 2 in einem Skill erreicht, kriegt man automatisch die 3 Rare Skills angezeigt. Unsere Ultimate stunt bereits. Aber mehr Stun, mehr gut. Das ist alles noch nicht so kriegsentscheidend. Alles nicht so kriegsentscheidend. Okay, wir nehmen nochmal Crit. Crit Ult. Ne, wir nehmen den Base Crit. Dann ist der auch auf Level 1. Das heißt, wir haben jetzt schon 35 Crit. Jetzt müssen wir dringend den Rare Skill finden, dass wir mit unserer Ulti critten können. Wir haben auch schon 5 Crits gemacht. Das kann man hier auch nachgucken. 3 Dodges. Ah, schade. Ja, wir müssen auch noch irgendwas tun, um nicht so stark zu sterben. Er hat irgendwie Glück mit seinen Energy. Okay, er hat die Fähigkeit Energy Cost erhöhen. Das ist natürlich freudigst. Charge Crit ist genau das, was wir wollen. Und da ist es Magic Crit. Unsere Ulti kann critten. Das ist jetzt im Grunde erstmal, in Anführungsstrichen, alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir den Ulti-Skill hochkriegen, um möglichst viel ulten zu können. Und dann kümmern wir uns um irgendwas, was uns am Leben erhält. Ich nehme an Sprite. Was bringt Sprite? Das können wir gleich auf dem Schlachtfeld sehen. Denn bei Sprite fliegt so ein kleiner Punkt um uns rum, der hat Lebenspunkte und Damage Share. Und das ist so die einzige, neben Heal, die einzige richtige
der einzige Schutzskill, den wir haben. Wir haben gerade gesehen hier, wir haben einmal den Fireball gecrittet. Dann ordentlich Schaden gemacht, aber es hat leider nicht gereicht. Passiert. Every Sprite. Ich kann jetzt nicht immer vorlesen, was die einzelnen Fähigkeiten bringen. Das bringt jeder Attack Point macht unserem Sprite mehr Lebenspunkte. Ja, das wollen wir auch haben. Achso, was auch noch wichtig ist, jedes Level Up oder für jedes Level Up kriegt man auch noch 100 EP. Und ab 3 Leveln kann der Mythic Skill erscheinen. Ist auch noch wichtig. So, wir haben in den letzten Runden ziemlich verloren. Mal gucken, was jetzt passiert. Der Gegner ist auch auf Crit. Der crittet uns auch ganz gut. Wir hauen aber, ja, wir haben eine volle Chain von 5 Fireballs gehabt. Die haben auch ohne, wir haben nicht gekrittet, aber die haben auch so 1300 Schaden gemacht. Das ist also auch ganz nett. Plus 8 Crit für 5 Sekunden ist auch gut. Ja, wir wollten auch Sprite mitnehmen, ne? Ja, wir nehmen den jetzt mal mit. Wir sehen hier, wir brauchen noch ein Level für einen Punkt, dann brauchen noch einen Crit-Skill, dann levelt das ab. Und bei 2 Sternen, wie wir gelernt haben, kriegen wir automatisch einen Rare. Das heißt, wir könnten die Chance erhöhen, mit unserer Ulti zu critten. Das ist genau das, was wir wollen. Oh, der Gegner macht doch ganz gut Schaden. Wir hauen auch nur 2 Feuerbälle raus, aber offensichtlich haben wir mit einem gecrittet. Und 1300 Schaden gemacht mit 2 Feuerbällen. Das hält der Gute nicht aus. So, unser letzter Treasure. Hiermit erhöhen wir die Chance, Mythic Skills zu kriegen. Und die sind auch noch free. Das machen wir, weil wir gerade den Mythic Skill für unsere Ultimate suchen. Da ist der Crit. Dann nehmen wir hier Magic Crit. Und hier nehmen wir Sprite Rage, um Sprite-Punkte zu sammeln. Was haben wir hier die Nummer genommen? So, Base Attack. Wir haben auch schon einen Base Attack Skill bekommen, irgendeinen. Charge Attack, glaube ich. Genau, wenn der Sprite Dice gains Sprite Max AP plus 15 Rage. Rage kann ich auch gleich nochmal ansprechen. Das ist diese Anzeige hier. Also ja, der wahrscheinlich auch, genau. Wenn man HP verliert, kriegt man Rage und irgendwann ist man für 3 Sekunden in dem Fury State. Da kriegt man mehr Schaden. Schade. Das Problem an dem Champ ist, dass er uns Stun locken kann, weil der für 2 Sekunden Netz wirft, das ist ein Stunt. Und wenn man Pech hat und der viel auf Ulti gegangen ist etc., dann kommt man da halt nicht mehr raus. Wir wollen... Das ist auch eine gute Fähigkeit. Jeder Basic Attack healt uns, oder hat die Chance, uns zu healen. Das ist auch gut. Wir kriegen einen weiteren Sprite, wenn unser Hero auf 50% HP droppt. Da warten wir jetzt auch mit. Wir können nicht sterben. Ihr seht hier, wir machen 3 Schaden. Das ist diese Zahl, die hier an den Helden steht. Das sind unsere Lebenspunkte. Das heißt, keine Ahnung, wenn wir den Kampf verlieren, verlieren wir 3 Lebenspunkte. Wound, das ist das hier. Das erhöht den Schaden, den man kriegt, je höher die Wound-Skalierung ist. Wir haben ziemlich Pech mit unserer Ulti. Wir haben gerade nur einen Fireball gecastet. Das ist, der Hero ist halt ein bisschen luck-basiert, sage ich mal. Each critical attack deals more damage, abhängig von dem Current HP des Gegners. Each Ultimate macht Wound, each Ultimate macht Freeze. Das ist die benannte Mythic, auf die wir warten. Incentive
oder Initiative Strike. When the battle starts, launch the ultimate once with the ultimate's effect increased by 30%. Plus, wir erhöhen die sowieso schon um 60%, macht eine 90% stärkere Ulti. Also 180 Magic Damage. Das im Idealfall mal 5. Sollte den Gegner ausreichend töten. Wir machen aber nur einen. Aber wir haben gekrittet und er hat 900 Schaden gemacht. Wieder nur ein. War auch gekrittet. 1000 Schaden gemacht. Wir müssen unseren Crit-Wert echt noch ein bisschen erhöhen, damit wir häufiger die Chain-Action machen. Ja, wir wollen auf jeden Fall uns auch ein bisschen healen können. Aber wir wollen jetzt Sprite und Crit. Sprite und Crit. Im Grunde wollen wir auch Ultimate noch auf voll kriegen, ne? Death Burial ist nicht schlecht. Das heißt, wenn unser Sprite stirbt, kriegt der Gegner Schaden. Aber wir machen nicht besonders viel. Also in Höhe seiner Max-AP und wir haben nicht viel Max-AP. Kommt erst noch. Erstmal Crit hoch machen. Wenn es der Crit-Wert ein bisschen wichtiger ist gerade. Ist schon wieder nur ein Feuerball. Das reicht halt nicht. Die Gegner freezen uns. Schon wieder nur ein Feuerball. Ich weiß nicht, ob wir immer nur einen Feuerball kriegen. Das haben wir ein bisschen Pech. Dafür kritten wir mit den Feuerbällen dann ganz gut. Crit Share ist super für uns. Okay. Call Guard macht mehr Sprites, die wiederum uns protecten. Damit schießen wir den toten Sprite auf den Gegner und hiermit schießen unsere Sprites 50 physischen Schaden. Der kann dann auch wiederum critten. Wir sind fast auf Stufe 3. Bei dem Crits. Wir können gegnerische Sprites schlechter machen, aber wir haben irgendwie keinen Gegner, der richtig auf Sprites geht. Dann nehmen wir, glaube ich, Sprites, machen Wounds. Oder wir nehmen den Attack Share, weil wir ja Attack auch hier durchkriegen. Dann können wir das vielleicht noch hochleveln. Wenn wir Wound überhaupt nur durch, also quasi nur genommen haben, um wenn das in Verbindung mit Ulti und Dings war. Gut. Ja, Freeze Ultimate ist gut. Mit Sprite Dice ragen wir. Das ist alles Brüt. Call Guard. Okay. In nächste Runde. Entschuldigung. Ich habe gerade einen Frosch im Hals oder so. In nächste Runde. Und dann haben wir ordentlich Crits. Ich sag gleich, die Mythic von den Crit-Tree ist nicht so stark, finde ich jedenfalls. Wir haben gerade ordentlich Feuerbälle gemacht, aber das reicht leider nicht, um den zu töten. Der hat einen ziemlich starken Heal. Geht eigentlich. Wir kriegen einen Crit. Wir nehmen Crit Share. Können den Fury State verlängern, aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Crit wollen wir weiter erhöhen. Crit wollen wir weiter erhöhen. Und Base Attack. Base Attack bringt mehr Attack Speed. Langsam kriegen unsere Sprites kriegen auch mehr Max HP und mehr Damage Share. Lohnt sich also lang. Oh Gott, ich habe nur noch 5 HP. Ah, da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Da hätte ich jetzt überhaupt kein Geld aufsparen sollen, weil ich nächste Runde ja tot sein könnte. Da bringt mir das ganze Geld nichts mehr. Und es machen ja ungefähr alle genug Schaden. Das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach den besten Skills, die wir noch so kriegen können. Das wiederum ist ziemlich gut. Wir kriegen ein Additional Sprite.
Das hat natürlich zur Folge, dass wir jetzt auch Death Burial und sowas haben wollen. Und Holy Explosion von Crit. Wir machen 30% der Max-HP des Gegners weg zu Beginn des Kampfes. Das klingt jetzt vielleicht ganz cool, aber ist nur so halb gut, sage ich mal. Jetzt gehen wir noch auf Attack. Das war für uns eine ganz gute Runde. Wir haben auch ordentlich Balls. Wir haben 3000 HP und 51% Damage Share. Ganz gute Kaugummis, die wir hier haben. Das andere Wort darf ich, glaube ich, vielleicht nicht sagen unbedingt. Increase in Attack. Each time health restored. Wir können freezen. Oder wir fügen dem Gegner Freeze hinzu und sagen es mal so. Fury Attack. Persistent Wound. Medical Explosion. Each time wir recovern HP, wir kriegen mehr Rage. Hiermit kriegen wir mehr Freeze. Dann nehmen wir das mit dem mehr Freeze. Das ist alles irgendwie Quatsch, aber okay. Persistent Freeze ist natürlich auch brauchbar. So wollen wir das sehen. Direkt eine große... Oh, der castet aber auch permanent seine Ulti. Er hat auch ein Ultimate-Skill schon. Dann wollen wir Freeze Control vielleicht haben. Okay, wir wollen auf jeden Fall einen höheren Magic Crit. Und das wollen wir jetzt auch auf jeden Fall haben. Ist es uns das wert, darauf zu sparen? Wir können auch hiermit mehr Rage kriegen. Was bringt das, die Rage? So, nur, dass wir mehr Rage kriegen, wenn wir Rage gainen. Dafür kriegen wir höheren Schaden im Rage-Mode. Also, das bringt der Rage-Mode halt. Aber unsere Spirits dying ja auch nicht mehr so schnell. Weil die ziemlich viel HP haben inzwischen. Ja, wir sterben tatsächlich vor den Sprites. Ja, das war... Oh, man kann jetzt leider nicht mehr den Kampf sehen. Das ist halt... Die ist komplett auf Base Attack gegangen. Und hat uns einfach kaputt geprügelt. 35 Schaden, die jeder Schuss macht. Und die hat 150 Increased Attack Speed und Uplifting, was nochmal jede Sekunde 15 Attack Speed gibt. Und schießt sowieso schon ziemlich schnell. Ja. Da hätten wir was anderes gebraucht. Entweder noch mehr Sprite, die mehr Damage Share haben. Wobei man den Damage Share nicht wirklich upgraden kann, sondern das nur über diese Fähigkeit machen kann. Oder Freeze, damit die Attacks uns nicht treffen. Wie viele Pfeile die schießt da. Ja, die ist auch Erster geworden. Dann ist es auch keine Schande, gegen die zu verlieren. Ja, das war unsere erste Runde, unsere erste gemeinsame Runde Skill Legends Royale. Jetzt gibt es hier noch, ich bin Vierter geworden. Es gibt, weiß ich nicht, warum es plus 50 gibt. Wir haben den Streak. Wir haben das erste Mal diesen Hero gespielt. Ab Nummer 4 hat man in Anführungsstrichen gewonnen. Deswegen wurde auch der Stern eingelöst. Das gibt plus 40 Punkte. Diese ganzen Punkte spielen halt eine Rolle hier für den Pass. Achso, wir sind Diamond. Dann kommt noch Master, King und dann der Overking. Ich würde sagen, dass wir... Also ich spiele auf jeden Fall ab und zu noch alleine. Ich kann nicht jedes Video davon aufnehmen, glaube ich. Aber mal gucken. Aber ich würde sagen, vielleicht machen wir eine Challenge draus, dass wir bis zu Ende der Season, wie auch immer, wie lange die auch immer geht, Overking werden. Oder sagen wir mal, unsere Vote to King erstmal. Dass wir vielleicht Master schaffen. Ja. Danke, dass ihr mir soweit zugehört und zugeguckt habt. Schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare. Schaut euch das Video gerne an. Guckt auch das Spiel an. Das Spiel ist free to play. Außer wenn man natürlich diese Premium-Sachen haben will, etc.
Aber grundsätzlich Free-to-Play auf Steam erhältlich. Ja. Und sonst bleibt nichts zu sagen. Bleibt gesund. Habt noch einen schönen Abend, eine Restwoche. Und ja, liken, abonnieren, teilen. Und wir hören voneinander. Ciao.